Ja, wenn man sich mit Vinylscheiben zu reinigen auseinandersetzt und dann könnte man auf die Idee kommen, es wäre doch schön, wenn es einen Vollautomaten gäbe, so wie eine Waschstraße fürs Auto. Da fahre ich rein mit dem dreckigen Auto. Es wird mit Seife eingeseift, es wird mit Bürsten geschrubbt, es wird anschließend wieder trocken geföhnt und ich fahre hinten sauber wieder raus. Tatsächlich gibt es sowas auch für die guten Vinyls. In dem Falle habe ich mich auf das Urteil von verschiedenen Leuten verlassen, die mir gesagt haben, wenn was wirklich sauber werden soll, dann brauchst du eine Glass. Und das liegt daran, dass hier die Kombination vollautomatische Reinigung mit Bürsten und Flüssigkeit und Ultraschall in der Flüssigkeit plus automatische Trocknung, alles in einem, das ist wirklich Hightech. Die Maschine kostet 2.500 €, ist sehr kompakt, wie man sieht. Ich würde mal sagen, irgendwo auf dem halben Weg zwischen Wasserkasten und Toaster. Kommt mit diesem hübschen Schlafanzug, der Verdunstung und Verstauben verhindern soll. Sitzt ein bisschen straff, aber ist eben auch schön passgenau. Und das ist das Maschinchen. Besteht aus einem sehr, sehr hochwertig gemachten Kunststoff, der hier einen Tank umschließt mit 4,5 Liter Reinigungsfluid, das man mit einem Konzentrat und destilliertem Wasser selber anrührt und befüllt. In der Maschine selber, das wird es gleich im Detail noch sehen, gibt es Pumpen und 2 Gebläse und Bürsten, ähnlich wie eben in der Waschstraße vom Auto. Ein Filtersystem und das Wasser wird permanent umgewälzt während des Waschvorgangs. Und was da genau passiert, möchte ich jetzt mal demonstrieren mit der einzigen transparenten LP, die ich habe. Pump Me Up von Grandmaster Mel Mel and the Furious Five. Also die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber die soll hier jetzt mal schön zeigen, was da passiert. Und deshalb gehe ich auch gleich mit dem Handy für eine Detailaufnahme mal rum und dann sieht man, was da alles gleichzeitig passiert. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr clever und sehr, sehr Hightech-mäßig gelöst. Kommen wir mal erstmal nach vorne. Was ich hier sehe, ist der Füllstand mit einem Schwimmer. Wenn der fast oben ist, dann bekomme ich den passenden Füllstand angezeigt, hier mit einer grünen Lampe. Einschalten ist klar zuerst und dann grüne Lampe, Daumen hoch, heißt Gerät ist arbeitsbereit und der Vinyl Cleaner Pro X kann loslegen. Die Taste für den Start kann man einmal kurz drücken, dann reinigt er 1 Minute. Wenn ich sie länger gedrückt halte, dann kommt mit jedem Piepen, das er dazu addiert, 1 Minute Reinigung dazu. Ich kann also auswählen, wie gründlich hier die eigentliche Wäsche passieren soll. Und ich würde sagen, wir lassen einfach mal einen kompletten Zyklus durchlaufen und schauen uns an, was dabei passiert. Sie werden feststellen, erst läuft das Ganze los. Meistens muss man der Platte einen ganz kleinen Schubs geben, dass sie hier in die Transportrollen flutscht. Und dann dreht sich das Ganze in verschiedenen Geschwindigkeiten mit der Bürste. Es wird ständig Wasser umgewälzt und anschließend wird das Wasser abgelassen und die Sache wird trocken geföhnt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das eben alles von 2 Seiten gleichzeitig. Und ja, legen wir los. Hier ist der Waschvorgang. Jetzt wird hier das Wasser aus dem Vorratstank gepumpt. Ich gebe der Platte einen ganz kleinen Schubser. Sie wird rotiert und dann geht das los. Hier sieht man, was dabei passiert. Es sind tatsächlich 4 Bürsten, 2 jeweils im Paar gegenläufig, die hier die Platte bearbeiten, während das Ganze im Wasser gereinigt wird. Das Wasser wird ständig umgewälzt. Es fließt hier durch einen Überlauf in einen Filter. Das ist ein großer offenporiger Schwamm. Und nicht nass machen. Anschließend wird das Ganze, was hier geputzt wird, mit 2 Abstreiflippen, eine vorne, eine hinten,
so weit vom Wasser befreit, dass hier nichts beim Rotieren der Platte über das Label läuft. Wenn er mit dem Waschen einmal durch ist, dann fahren die Bürsten zurück und jetzt wird nur noch gespült und das Wasser wieder abgelassen bei kleinerer Drehzahl der Platte. Wenn man übrigens mal den Finger während des Waschvorgangs in das Wasser hält, dann merkt man, wie das bitzelt. Also da ist ganz schön Energie in dem System, das hier die Ultraschallwellen, Stoßwellen erzeugt. Und die Kombination aus Bürste, Ultraschall und ständigem Spülen ist das, was hier die Reinigungsleistung erzeugt. Wenn das Wasser abgepumpt ist, der Tank ist jetzt wieder komplett leer, dann sind die Föhns dran und trocknen von beiden Seiten die Platte, bis eben kein Wasser mehr darauf befindlich ist. Lassen wir den Kollegen hier mal noch fertig föhnen. Fakt ist, ich kann jetzt schon mal verraten, ja, nach meiner Erfahrung ist das von den Methoden, die ich ausprobieren konnte und durfte, die gründlichste und natürlich auch die einfachste. Ich muss gucken, dass der Füllstand stimmt, Platte rein, Knopf drücken. Wenn es ein schwieriger Fall ist, wie bei mir die Platten, die ich ursprünglich nass abgetastet habe, dann eben etwas länger gedrückt halten und eine längere Reinigungszeit wählen und dann geht das ganz von alleine. Aber Sie hören, es ist nicht ganz leise, also es sind hier ziemlich heftige Gebläse und man merkt auch, was da an Luft hier aus der Kammer rausströmt. Da ist ganz schön was in Bewegung, aber ich finde eben, dass man den Automaten auch gut in ein anderes Zimmer stellen kann, wo er dann die Platten vorher sauber macht, bevor man sie dann hört, weil während des Plattenspielens möchte man natürlich das Arbeitsgeräusch von der Glass nicht haben. Das braucht man vorher oder eben in einem anderen Raum. Dafür ist das Ganze sehr, sehr simpel in der Durchführung. Platte rein, Taste drücken, abwarten. Und das ist alles sehr schön ausgetimt. Also es ist wirklich so, dass wenn er hier mit den Föhns gleich aufhört, dann ist auch wirklich exakt die Platte trocken. Und rausziehen, Musik hören, genießen. So, gleich ist es soweit. Der Alarm sagt mir, die Platte ist fertig, trocken, gewaschen und genauso ist es. Sie wird noch ein bisschen ausgeworfen und dann hat man das Ding in Händen und kann Musik hören. Das ist die Glass.